Hast du dich schon mal gefragt, was es braucht, um Unternehmen aufzubauen? Warum werden eigentlich Unternehmen gegründet? Dies werden wir heute in der heutigen Folge beantworten. Gleichzeitig werden wir uns die 3 Gründe anschauen, die nachhaltig benötigt werden, um Unternehmen zu entwickeln. Aber fangen wir am Anfang an. Warum werden überhaupt Unternehmen aufgebaut? In meiner Laufbahn habe ich schon viele Gründerinnen und Gründer kennengelernt. Von Gründern, die einfach nur schnell Geld machen wollen, bis Personen, die überhaupt kein Geld brauchen, sondern eigentlich nur einen Purpose umsetzen wollen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber das, was es braucht, ist, und das haben alle gemeinsam, es braucht die Passion, es braucht die Energie, es braucht den Einsatz, um etwas zu bewirken, was andere Menschen noch nicht bewirkt haben. Sei es in der Region, um ein Unternehmen aufzubauen, sei es in Europa ein Unternehmen aufzubauen oder um weltweit aktiv zu sein. Es werden immer 2 Elemente miteinander verbunden. Es geht darum, die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben und auch, und das darf man nicht vergessen, die persönliche Entwicklung, währenddessen man das Unternehmen aufbaut. Und ich sage immer gerne, ein Unternehmen entwickelt sich dann weiter, wenn sich die Führungsriege weiterentwickelt. Passiert das nicht, wird sich auch das Unternehmen nicht weiterentwickeln. Mit Organic Venture Building habe ich für mich ein Modell zusammengestellt, ein Wertemodell, wie ich Unternehmen aufbauen möchte. Und diese Werte sind nachhaltige Erträge, Empowerment und Innovation. Nachhaltige Erträge heißt, dass wir das Unternehmen aufbauen, um davon nachhaltig leben zu können, die Mitarbeiter zahlen zu können und das Unternehmen aus der eigenen Stärke weiterentwickeln zu können. Das heißt, das Ziel ist im ersten Schritt nicht Unternehmenswertwachstum, sondern der Wert heißt, die Unternehmen nachhaltig aufzubauen. Und damit werden ein paar Entscheidungen mit hineingenommen. Und das heißt nicht, dass das eine gut oder das andere schlecht ist. Das heißt nur, man sollte sich entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Wenn ich sage, ich möchte auf nachhaltige Erträge, heißt, ich muss die Kosten im Griff haben, ich möchte das Unternehmen so aufbauen, dass es aus der eigenen Stärke wachsen kann. Das heißt auch, dass es vielleicht nicht im selben Tempo wachsen kann, wie wenn ich jetzt am Anfang viel Geld investiere und alles im Marketing investiere. Man darf aber auch beachten, wenn ich sage, ich setze alles auf Unternehmenswertsteigerung, dass ich dann ein Delta in dem Unternehmen aufbaue, wenn ich viel Geld hineingebe und dann die Organisation Schritt für Schritt nachziehen möchte. Weil Geschwindigkeit heißt auch, dass ich viel liegen lasse. Und ob das Unternehmen mit einem schnellen Wachstum am Anfang erfolgreich ist oder wenn es langsam wächst am Anfang und danach skaliert, das zeigt dann die Zukunft. Es gibt für beides Beispiele, die es geschafft haben und nicht geschafft haben, je nachdem, welchen Weg sie gegangen sind. Wichtig ist, es geht nicht beides auf einmal. Mein Weg aus Organic Venture Building heißt nachhaltige Erträge. Das heißt, wir schauen, dass wir das Unternehmen nachhaltig aus der eigenen Stärke entwickeln und damit die Skalierung hinauskriegen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht mit Fonds zusammenarbeiten, das heißt auch nicht mit Business Angels, sondern ganz im Gegenteil. Es heißt, wir schauen, dass wenn wir die Skalierung haben, dann die richtigen Partner in der Finanzierung mitnehmen, um daraus zu wachsen. Der zweite Punkt, Empowerment. Empowerment heißt, dass jeder von uns anders ist. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Und manche, wo man seine Stärken hat, die Dinge macht man gut, wo man seine Schwächen hat, sind die Dinge, wo man länger braucht. Und je offener man darüber redet, je klarer das allen im Team ist, umso einfacher kann man zusammenarbeiten. Das heißt, der zweite Wert, Empowerment, heißt, dass man offen über seine Stärken und Schwächen diskutiert und auch offen darüber diskutiert, wer welche Rolle wann im Unternehmen einnimmt. Das geht sogar so weit, dass es heißen kann, dass ein Geschäftsführer, der in der Anfangsphase benötigt wird, wo man die Motivation, wo man in die Öffentlichkeit rausgeht, wo man die Breite braucht, um die Innovation ins Unternehmen zu holen, vielleicht in einer Skalierung oder in einem Business Model Fit, wo es darum geht, dass ich jetzt Kosten optimiere, dass ich mich fokussiere, vielleicht nicht mehr die richtige Rolle ist. Da muss man aktiv darüber reden und schauen, wer nimmt welche Rolle wann im Unternehmen ein, damit sich das Unternehmen entsprechend entwickeln kann. Das heißt, der zweite Wert, Empowerment. Der dritte Wert heißt Innovation. Innovation heißt, dass man etwas Neues umsetzt und in die Gesellschaft bringt. Das bedeutet auch, ob ich will oder nicht, und ob ich sage, ich mache jetzt mein Unternehmen, aber es ist mir egal, sobald ich damit Geld verdienen will, rede ich mit meiner Umgebung. Wenn ich mit meiner Umgebung rede, verändere ich meine Umgebung. Das heißt, ich nehme eine aktive Rolle ein und diese aktive Rolle sollte ich auch mit der entsprechenden Verantwortung wahrnehmen. Innovation heißt also als dieser Wert, dass ich aktiv meine Gemeinschaft, in der ich aktiv gestalte und das auch mit einer entsprechenden Verantwortung umsetze. Zusammenfassend, Organic Venture Building, unsere Werte, nachhaltige Erträge, Empowerment und Innovation. Und nach meiner Erfahrung ist, wenn man diese Werte verbindet, baut man einen starken Kern, eine Struktur im Unternehmen auf, aus der man heraus wachsen kann und sich noch immer entscheiden kann zu einem späteren Zeitpunkt, okay, jetzt möchte ich in eine schnelle Skalierung gehen oder ich schaffe es sogar aus meiner eigenen Stärke heraus, die nächsten Schritte zu setzen. Und wer noch mehr erfahren möchte über dieses Thema im Organic Venture Building, habe ich 10 Jahre meiner Erfahrung zusammengesammelt mit vielen Bindern und ist auch für mich ein Nachschlagewerk. Warum sind manche Unternehmen erfolgreich? Das Wichtigste ist, man muss den Lebenszyklus des Unternehmens betrachten und auch ernst nehmen. Wenn mein Unternehmen startet, wird was anderes benötigt, als wenn ich ein Unternehmen habe, wo vielleicht 200-300 Mitarbeiter in dem Unternehmen aktiv sind.
Das heißt, je nach Phase und Lebensphase in einem Unternehmen werden andere Aktivitäten benötigt, es werden andere Prozesse benötigt, Menschen müssen andere Dinge tun. Wenn ich am Anfang ein Unternehmen aufbaue, muss ich breit sein, ich muss mir Innovation reinholen, ich muss testen, was funktioniert am Markt. Wenn ich eine Schiene für mich gefunden habe, dann muss ich testen, ist dieser Markt groß genug. Das heißt, ich fange mich an, langsam zu fokussieren, gehe sehr stark aber in den Vertrieb hinein und schaue, ob ich genug Kunden kriege. Wenn ich merke, dass dieser Markt gut funktioniert, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich noch immer nicht erfolgreich bin im Sinne dessen, dass ich positive Erträge erziele. Das heißt, dann muss ich hergehen und meine Prozesse intern optimieren. Das heißt, ich muss mehr den Fokus auf die Optimierung legen und weniger darauf, neue Themen in das Unternehmen hineinholen. Und je nachdem brauche ich also einen anderen Fokus. Die Menschen müssen sich auf anders fokussieren und müssen mit dem Unternehmen sich mitentwickeln. Und wer das schafft und ernst nimmt, der ist mit seinem Unternehmen erfolgreich. Damit wünsche ich allen, die jetzt gesagt haben, okay, entweder ich bin im Unternehmen und möchte die nächsten Schritte setzen oder ich möchte jetzt starten, einfach loszulegen. Und so wie alle, die mich kennen in einem Team, möchte ich es auch hier am Schluss ändern mit einem großen Chaka.